Moin, ich bin Jakob Bussmann, 31 Jahre alt, einer der Gründer von Seed Forward. Und Seed Forward setzt sich ein für eine regenerative Landwirtschaft, insbesondere die Entwicklung von Betriebsmitteln, biobasierte Alternativen zur klassischen Agrarchemie. Wir sind sehr getrieben vom Impact-Gedanken und unsere Zielstellung ist, ein Teil von einem notwendigen systemischen Wandel zu sein. Und das bedeutet, jeden Tag, den wir in die Firma stecken, in die Entwicklung stecken, arbeiten wir mit klasse Menschen zusammen und bewegen auch etwas dabei. Und das gibt natürlich wahnsinnig viel Energie. Ich bin in Osnabrück geboren, quasi als Stadtkind, war trotzdem jedes Wochenende und in den Ferien auf dem Hof in der familiären Landwirtschaft im Emsland und habe da eben alle Seiten der Entwicklung in der konventionellen Landwirtschaft damals erlebt, klassische Veredelungsbetriebe, und habe da eben auch die Herausforderungen gesehen, die schon eigentlich vor 10 Jahren klar waren, und vor allen Dingen auch die Herausforderungen der Landwirte, die sich häufig im Hamsterrad befinden, die vielleicht gar nicht unbedingt das so weiterführen wollen, wie sie es aktuell machen, sondern auch offen sind für neue Entwicklungen. Und von daher ist es dann irgendwann, als ich nach Südafrika gekommen bin und meinen Mitgründer Jan dort kennengelernt habe, dazu gekommen, dass wir uns gefragt haben, was sind eigentlich die globalen Herausforderungen, Biodiversitätsverlust, Wasserknappheit und so weiter, alles systemisch bedingt einander. Und dort haben wir angefangen, uns mit Lösungsansätzen für diese globalen Probleme zu beschäftigen. Und das haben wir dann zurückgenommen nach Deutschland und haben dann relativ schnell festgestellt, Trockenheit, Extremereignisse ist nicht nur ein Thema in Südafrika, sondern auch hier. Und ja, so sind wir motiviert, da die Lösungsansätze zu schaffen. Ist es ja so, dass wir in der richtigen Zeit unterwegs sind, weil während wir gegründet haben, sich Rahmenbedingungen verändert haben. Das heißt Verbote auf EU-Level, eine Erweiterung des Bewusstseins der Verbraucher, dass irgendwie diese ganzen Themen um Landnutzung irgendwie wichtig sind und dass man da was verändern kann. Und das war für uns eigentlich die Grundlage, dass wir in Teilen dann auch Rückenwind bekommen haben, uns für diese Themen einzusetzen. Das haben die ganzen Pioniere 10, 20 Jahre vorher nicht gehabt. Die mussten noch richtig gegen Windmühlen kämpfen, weil das aktuelle System natürlich die Rahmenbedingungen setzt, in denen du dich als Unternehmer bewegen kannst. Und dazu gehören auch für uns noch Themen wie Produktregistrierung, EU-Einheitlichkeit, also die Skalierungsherausforderungen, die noch nicht gewährleistet sind für alle Themen. Die andere Herausforderung sind dann eben genau die der Messbarkeit. Und das ist für all die Themen, mit denen uns sich andere beschäftigen, zum Beispiel Kommerzialisierung von Ökosystemdienstleistungen, Messbarmachen von Produkteinfluss auf Biodiversität, auf Kohlenstoffsenken, alles, was da gerade in der Entstehung ist. Das ist häufig wissenschaftlich entweder noch nicht belegt oder noch nicht praxisnah umsetzbar. Und für uns bedeutet eben, die Skalierung sinnvoll zu machen und diesen Markt auch nicht zu verbrennen, dass es auf jeden Fall wissenschaftlich begleitet sein muss und dass wir Protokolle oder Routinen schaffen, die zum Beispiel TÜV-zertifiziert sind, wo klar ist, wenn ich dieses Produkt einsetze, habe ich diesen Impact im Boden und das kann ich messbar machen. Das muss eine zwingende Voraussetzung sein für alle Unternehmen der Zukunft, sich damit zu beschäftigen, weil wir in einer Zeit leben, wo die nächsten 10 bis 50 Jahre super entscheidend sind für den Erhalt der Zivilisation und die Entscheidung, wie lebenswert wird unsere Welt in Zukunft sein. Und das heißt, für mich bedeutet das im Endeffekt, müssen alle Finanzmittel in nachhaltige Investment fließen. Wir brauchen Unternehmen, die das dann auch umsetzen und die PS auf die Straße bringen. Das heißt, für mich ist eine Entscheidung für die Themen im Themenfeld SDGs eine Entscheidung für die Zukunft, indem man auch eine Wirtschaftlichkeit sicherstellt, weil wir sehen ja jetzt schon, dass viele der alten Assets wegbrechen. Und ich glaube, dass das die einzig richtige Entscheidung sein kann, sich dafür zu engagieren. Also ich habe die letzten Wochen immer mehr Family Office kennengelernt und Leute, die Interesse haben, in das Thema Impact, in das Thema SDGs zu investieren. Das kann sowohl aus einem philanthropischen Ansatz herauskommen, das kann aber auch wirklich aus dem Impact-Investment-Gedanken herauskommen, und das ist, glaube ich, etwas, was wir sowohl am Venture-Capital-Markt sehen werden die nächsten Jahre, aber auch eben aus Familienunternehmen heraus, von Privatleuten heraus und auch von der staatlichen Seite. Ich glaube, durch die Veränderung der gesellschaftlichen Erwartungshaltung als auch die Bedarfe der Staaten an solchen Lösungen
sind die Märkte offen. Zum Beispiel das Thema Kohlenstoff, CO2-Markt, Biodiversitätsmarkt, Wassermarkt. Da wird unheimlich viel entstehen in dem Bereich und das geht alles schneller, als wir uns jetzt vorstellen können. Anderen Unternehmen, Innovatoren, Startups würde ich empfehlen, sich zu vernetzen. Für ganz viele der großen Herausforderungen gibt es schon Lösungen. Da geht es um Implementierung. Das heißt, es kann sein, dass es schon eine fertige Idee gibt, die nur in die Praxis gebracht werden muss. Man muss nicht alles neu erfinden. Man kann auch Sachen in die Breite bringen. Umgekehrt gibt es auch die großen Herausforderungen, für die noch Sprunginnovationen gebraucht werden. Und dieses Angebot, diese Nachfrage, die Herausforderungen herauszufiltern, geht am besten über Vernetzung. Und der zweite Punkt ist für mich die nachhaltige Finanzierung, weil wenn man sich mit den SDGs beschäftigt, kann aus meiner Sicht nicht das Ziel sein, immer auf einen Exit-Case hinauszugehen, sondern wir brauchen mehr Unternehmen, die auch bereit sind, ein Familienunternehmen aufzubauen oder eine GmbH, irgendwas in langfristiger Logik, damit das System dann auch stabil sich entwickelt und dass es mehr eine kollektive Tätigkeit ist, die da stattfindet.